Ich habe mir ein gebrauchtes One Wheel gekauft. Eigentlich wollte ich das Unboxing auch filmen, aber ich war so aufgeregt, als das Ding angekommen ist, dass ich einfach sofort ausgepackt habe und losgelegt habe. Was ist überhaupt ein One Wheel und wie funktioniert es? Das One Wheel ist eine Art Skateboard, das wie ein Segway funktioniert. In der Mitte ist ein Go-Kart-Reifen verbaut, in diesem ist der Motor und durch Gewichtsverlagerung kannst du vorwärts oder eben rückwärts fahren. Mit dem jetzt hier schafft man maximal 24 km/h, maximal 10 Kilometer Reichweite, wenn alles gut läuft. Die LEDs wechseln automatisch die Farben weiß und rot, je nachdem in welche Richtung man fährt. Und wenn man es dann kann, sieht das in etwa so aus. Es gibt 4 verschiedene Modelle von dem One Wheel. Das V1, quasi die erste Version, das ich jetzt habe. Dann das One Wheel Plus, bisschen mehr Reichweite. XR für Extended Range steht das. Das kann bis zu 28 Kilometer fahren. Hat auch noch einen stärkeren Motor. Und seit gestern gibt es das One Wheel Pint. Eine leichte, kleinere und vor allem günstigere Version. Denn das One Wheel ist definitiv ein Luxusprodukt. Jetzt zwischen $1000 bis 1800, je nachdem. Das Pint ist jetzt das günstigste, aber bei allen Preisen ist nicht mal dieser Fender mit dabei. Und dadurch, dass es aus den USA kommt, Zoll und Versand noch nicht mal mit eingerechnet. Man kann ein One Wheel in Frankreich oder Deutschland in verschiedenen Shops kaufen und da geht zum Beispiel das XR ab 2000 € los. Durch den dicken Reifen in der Mitte ist es nahezu egal, wie schlecht der Untergrund ist, auf dem ihr fahrt. Das war auch ein sehr entscheidender Punkt für mich, denn mit einem Elektro-Skateboard bleibt man überall hängen. Ein Elektrofahrrad ist zu groß und einen E-Scooter wollte ich nicht. Und damit wären wir bei dem Problem Deutschland. Deutschland ist wieder mal eins der letzten Länder, die irgendwas geregelt haben und wo es tatsächlich illegal ist, ein Elektro-Skateboard oder ein One Wheel zu fahren. Und damit meine ich nicht mal nur so 20 € Bubu-Ordnungswidrigkeit, sondern du bist ein Straftäter und bekommst eine waschechte Strafanzeige mit 1000 € Strafe und mehr. Und in manchen Bundesländern nehmen wir dir das Ding sogar weg. Aber alles der Reihe nach. Es wird durch Motorkraft betrieben, fährt schneller als 6 km/h und damit bräuchtest du in Deutschland eine Haftpflichtversicherung und vielleicht sogar einen Führerschein. Haftpflichtversichern kannst du es aber gar nicht, weil man dafür eine Zulassung bräuchte. Und eine Zulassung geben sie dir dafür nicht, weil die Gesetze noch von Anno 1602 stammen. Du eine Klingel oder Hupe bräuchtest, eine Lenkstange, 2 voneinander unabhängige Bremsen, vorderes Licht, hinteres Licht, das hat das Ding ja sogar noch, aber ein Skateboard zum Beispiel nicht. Und Reflektoren und dann wollen sie dir dieses tolle Versicherungskennzeichen wahrscheinlich noch irgendwo dran pappen. Anstatt eine einfache Ausnahmegenehmigung zu machen oder die Mobilitätshilfenverordnung anzupassen, machen die deutschen Politiker wieder einen jahrelangen Eiertanz daraus und spielen den Bremsklotz. In Schweden, Dänemark und Finnland ist man da schon wesentlich weiter. Da hat man einfach eine neue Fahrzeugklasse, Fahrzeugkategorie geschaffen und das Ganze dann darin geregelt. Auch in den USA gehören E-Boards und One Wheels zum Alltag und damit fahren die Leute schon auf
Arbeit, anstatt ein 2 Tonnen Auto zu bewegen, nehmen Sie lieber ein One Wheel. Und das ist doch eine gute Sache, oder nicht? Angeblich soll in diesem Jahr noch eine Verordnung kommen. Unser Ziel ist es, zum Frühjahr die zuzulassen. Die soll dann immerhin das Betreiben von E-Scootern in Deutschland regeln. Also quasi solchen kleinen Tretrollern mit Elektrounterstützung oder die dann halt nur mit Elektromotor fahren. Diese Verordnung muss dann aber noch durch die EU geprüft werden. Dafür hat sie 3 Monate Zeit und so erfahrungsgemäß werden diese 3 Monate auch voll ausgenutzt, so eine Verordnung rumliegen zu lassen. Also frühestens Ende Mai, Juni, irgendwann sowas. Also ich habe gesagt Frühjahr und damit bleibt es beim Frühjahr und das Frühjahr ist definiert. Das Frühjahr ist definiert. Das Frühjahr ist definiert. Was dabei aber noch im Gespräch ist, dass diese E-Scooter, die dann zugelassen werden, noch eine allgemeine Betriebserlaubnis brauchen und, jetzt kommt der Hammer, die jetzt schon auf dem Markt sind, die irgendwo in Deutschland vielleicht rumschwirren, die sind darin nicht mit inkludiert. So eine Betriebserlaubnis oder Einzelabnahme kostet zwischen 5.000 und 8.000 Euro, also für den Privatmann überhaupt nicht zu bezahlen oder wirtschaftlich, wenn das Ding nur 300 Euro gekostet hat. Das bedeutet also, alle, die jetzt schon so ein Gerät haben, können das auf den Müll schmeißen, wenn das so kommt, wie es bis jetzt heißt. Und genauso zum Beispiel Besuch aus Frankreich oder den USA, die ihre Geräte mitbringen, die können die da auch einfach hier nicht nutzen. Eine Sonderregelung für E-Skateboards und One-Wheels soll dann angeblich noch folgen. Die ist dann wahrscheinlich analog schlecht umgesetzt und wenn die genauso lange brauchen wie schon bei der anderen... Ein weiterer Haken ist, sie wollen eine Begrenzung auf 20 km/h und eine Versicherungspflicht. Und das, obwohl ich mit einem Pedelec 25 km/h ohne Versicherung fahren kann. Erst alle Fahrräder mit Hilfsmotor, die quasi bis 45 fahren, bräuchten dann ein Versicherungskennzeichen. Aber da macht man so 2 Klassen auf. Und sehr viele Geräte auf dem Markt fahren nun mal bis 25 km/h. Das One Wheel auch, wie gesagt 24 meins. Und die würde man damit alle wieder ausschließen. Glaubt ihr wirklich, die internationalen Hersteller machen wieder mal nur für Deutschland irgendeine Extrawurst? Ich hoffe, dass ich es in meiner Fast-Jugend noch erlebe, dass das One Wheel und andere elektrische Kleinstfahrzeuge ganz normaler Fortbewegungsalltag in Deutschland werden. Wenn ihr das Video schaut, hat sich ja da vielleicht schon einiges getan oder verändert und es ist schon nicht mehr so wie bisher das Horrorszenario. Ich hoffe es wirklich. Lasst uns gerne in den Kommentaren über das Thema noch weiter diskutieren und ich schaue jetzt mal nach ein paar nicht öffentlichen Verkehrsräumen in meiner Umgebung, damit ich dann hoffentlich auch mal sagen kann, gewusst wie. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link no time to waste.